Jemand schickte uns die Frage, wie kann uns die Praxis des Gleichmutes, Upekkha, wie kann uns diese Praxis helfen, mit den Unsicherheiten des Lebens umzugehen? Eine sehr verständliche Frage. Und ihr wisst das schon, ist oft so meine Art, mit solchen Fragen nicht jetzt so technisch umzugehen, sondern erstmal so, als würde die Person vor mir sitzen und ich würde sagen, ja, weißt du, Gleichmut, das praktiziert man nicht einfach so. Ein Gleichmut, den ich praktiziere im Sinne von, ich möchte jetzt gleichmütig sein und ich werde jetzt gleichmütig bleiben, egal wie schwierig die Zeiten sind, das ist ein künstlicher Gleichmut. Der Gleichmut, der wirklich hilft, die Schwierigkeiten, die Unwägbarkeiten dieser Zeit zu meistern, beruht auf Einsicht, auf Seinserkenntnis. Es ist Weisheit. Wir können uns üben, gleichmütig zu bleiben, aber eigentlich ist das dann mehr eine Übung in Geduld. Also wir können uns helfen, nicht so schnell zu reagieren, nicht so übertrieben in Sorge zu geraten und so, sondern einfach mit den Unsicherheiten so möglichst gelassen und entspannt umzugehen. Da können wir uns zu ermutigen und das bedeutet vor allen Dingen, dass wir das Gedankenkarussell und die emotionale Aufgewühltheit, die damit einhergeht, dass wir das auslaufen lassen, nicht weiter füttern, man könnte sagen unterbinden, aber dass wir an einem gewissen Punkt sagen, also nicht weiter in die Richtung, atme einfach durch und finde wieder zurück in deine Gelassenheit. Das ist eine Übung in Geduld, in Gelassenheit, können wir auch Gleichmut nennen. Aber nicht der wirkliche Gleichmut, wo wir aufgrund von Einsicht frei bleiben von diesen emotionalen Reaktionen, die uns auffüllen. Wenn du schreibst, dass es die Unsicherheiten dieser Zeit sind, die eine besondere Herausforderung sind, dann hilft es, sich klarzumachen, dass diese Unsicherheiten bedeuten, dass wir krank werden könnten und sterben können. Und dass um uns herum andere ebenfalls krank werden, sterben können, dass wir arbeitslos werden, dass unglaubliche Volkswanderungen, also Flüchtlingsströme stattfinden von Orten, wo es kein Wasser mehr gibt, zu anderen Orten hin, dass es Kriege gibt, dass es Angriffe gibt. So, die Unsicherheiten dieser Zeit, Wirtschaftskrise, an was auch immer du persönlich denken magst. Diese Unsicherheiten lösen Ängste aus. Und der Gleichmut ist nicht die Angst wegzumachen, sondern ist die Fähigkeit, in der Angst zu sein und zu erkennen, dass sie keinerlei Substanz hat. Diese Gedanken, über was die Zukunft bringen mag, auftauchen lassen zu können und gleichzeitig zu sehen, dass es bloß diese Erscheinungen des Geistes sind, die wir durchaus ernst nehmen können, aber wir können immer wieder zurückfinden in dieses entspannte, offene Sein inmitten des Tumultes. Und das ist der dritte Aspekt von Gleichmut, der mir am Herzen liegt. Gleichmut ist die Fähigkeit, in der inneren Öffnung, in der Herzensöffnung zu bleiben, egal was drumherum passiert. Weil unser Herzensgeist nicht ins Greifen nach dem gerät, was uns angenehm und wichtig ist, und nicht ins Kämpfen und Ablehnen gerät gegenüber dem, was uns unangenehm ist und was nicht sein sollte. Wenn diese Reaktionen einfach nicht stattfinden, weil es niemanden gibt, der sich im Innern identifiziert und weil es niemanden gibt, der Angst vor dem Tod hat und der
mühsam strebt nach Glück in diesem Leben, dann sind wir gleichmütig. Und zwar aufgrund von tiefer Seinserkenntnis. Wenn ihr das jetzt hört, bitte fallt nicht in dieses Missverständnis, okay, ja, macht total Sinn, deswegen werde ich jetzt den Gleichmut der Einsicht praktizieren und ich werde auf die Leerheit meditieren von allem, was ist, und Leben und Tod haben keine Relevanz, da ist sowieso niemand, der stirbt. Versteht ihr? So diese Sprüche, die man sich vielleicht sagen könnte, das wäre ein völlig unauthentischer Gleichmut, hätte nichts mit dem Gleichmut der Erwachten zu tun, weil die brauchen sich nichts zu sagen. Die sehen das, die spüren das, die würden unter Umständen mit erstaunlicher Geschwindigkeit um sich herum den Menschen helfen und so weiter. Einfach alles tun, was notwendig ist, um in der jeweiligen Herausforderung für alle das Beste zu bewirken. Sie würden gar nicht da sitzen und nichts tun. Das ist nur so unsere Idee von Gleichmut. Wir können gleichmütig aktiv sein, wir können auch gleichmütig nichts tun, je nachdem, was uns unser Herz so sagt, was jetzt gerade ansteht. Also finde so oft wie du kannst in einen natürlichen Gleichmut hinein, wo du dir zum Beispiel durch eine Kontemplation hilfst, mit der Angst zu sein. In der Angst zu sein, in dem Wissen, Angst hat noch nicht jemanden umgebracht. Es ist nicht so, dass Angst einfach bewirkt, dass die Katastrophe kommt, sondern Angst ist eine Welle. Angst ist etwas, was ich vielleicht noch nicht so genau kenne, aber was nur so viel Kraft hat, wie ich dem vermeintlich Bedrohlichen Wichtigkeit beimesse. Angst vorm Tod? Nur, wenn Tod, Sterben für mich schlimm ist. Angst zu leben? Nur, wenn das Leben für mich bedrohlich oder schlimm ist. Angst, krank zu sein? Nur, wenn das für mich bedrohlich und schlimm ist. Jetzt braucht ihr euch nicht auszureden, dass diese Dinge schlimm sein könnten. Aber vielleicht können wir ja ausprobieren, wie schlimm es denn wirklich ist. Wie schlimm ist es, jetzt diese Schmerzen zu haben? Wie schlimm ist es, arbeitslos zu sein? Es ist schlimm und doch nicht schlimm. Und das ist super, dass wir merken, ja, wow, es ist großes Leid, es ist sehr herausfordernd und gleichzeitig ist da immer noch dieses offene Sein, das geht gar nicht weg. Und dadurch entsteht mit der Zeit ein authentischer Gleichmut. Also die Fähigkeit, gleichzeitig zu sehen, was in Samsara alles so abgeht, wie viel Leid da ist, unermessliches Leid, und zu merken, gleichzeitig ist da diese völlige Öffnung des Herzens, diese totale Ruhe. Niemand, der mit irgendetwas kämpfen müsste, der irgendwas beweisen müsste. So diese Gleichzeitigkeit, das ist der echte Gleichmut. Nichts wegdrücken müssen, nicht irgendjemand sein müssen, der besonders gleichmütig ist, sondern Seinserkenntnis, die sieht, wie Leid und Befreiung gleichzeitig sein können.